Anaconda Dreams. Hallo, ich bin SCM Sabbes. Ihr schaut Anaconda Dreams, den Snake-Blog für Dummies. Heute werde ich euch zeigen, wie man hier so eine schöne Terrarienrückwand baut, selber mit Styropor und Fliesenkleber. Ich zeige euch alles von dem Material, was ihr braucht, welches Werkzeug ich geeignet fand, natürlich den Arbeitsprozess einschließlich der Arbeitszeiten und der Kosten. Wieder mal ein Blog, der zu lang für 15 Minuten ist, also er wird auch wieder tatsächlich auf 3 Blogs aufgeteilt. Heute zeige ich euch vor allem das Material, das ihr braucht, das Werkzeug, das ich geeignet fand und das Zuschneiden und Aufschichten der Styroporplatten. Bei dem Material natürlich darauf achten, wechselwarme Tiere, Reptilien, haben nicht so eine leistungsfähige Leber wie wir Säugetiere. Das, was für uns Säugetiere völlig ungefährlich sein mag, ist für einen Reptil bereits schon zu giftig und es kann daran sterben. Und wir können ja bei Reptilien nicht anhand irgendwelcher Lautäußerungen feststellen, ob es dem Tier nicht gut geht. Das heißt also, achtet beim Kauf all eurer Materialien, dass sie möglichst giftfrei sind, dass ein blauer Umweltengel drauf ist. Erkundigt euch wirklich beim Fachpersonal, ob das unbedenklich ist. Das war so meine Hauptsorge. Ihr wollt ja euer Tier, wenn ihr schon so ein schönes Terrarium baut und so viel Geld ausgibt, gebt dann lieber 2-3 Euro mehr aus, damit ihr dann auch lange etwas von dem Tier habt und damit es sich gut fühlt. Ihr könnt natürlich eine Rückwand zum Isolieren schlicht und einfach eine Rückwand aus Kork nehmen. Das ist praktisch, es sieht nicht usselig aus. Einige Leute machen auch was aus Bambus. Mir war das irgendwie zu puppelig. Dann gibt es natürlich auch so Rückwände zu kaufen in so einem Felsformat oder einem Fliesenformat oder gar Fototapeten. Also Fototapeten, die finde ich persönlich kitschig, aber das ist natürlich totale Geschmackssache. Wenn ihr das schön findet oder ihr habt ein tolles Foto, ist das eine preiswerte Variante, keine Frage. Ich wollte was so eine schönen, dramatischen Felskulisse. Also ich wollte was richtig Schönes haben, wenn ich mich reingucke, dass ich mich freue. Und damit sind wir bei dem Klassiker, was eben sehr viele machen, bei einer Styropor-Rückwand. Die habe ich mir wirklich mehr oder weniger selbst gebaut. Mir hat Lothar zwar am Anfang geholfen, aber das ganze Rausarbeiten und so, das habe ich eigentlich gemacht. Da bin ich verdammt stolz drauf und da zeige ich euch natürlich auch, wie ich das gemacht habe. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich auch durchaus sehen lassen. Okay, dann folgt mir mal beim Malochen. Ihr seht, ich habe mich jetzt hier, das hier ist eine alte Hose von Lothar, die mir ganz komischerweise viel zu groß ist. Ich bin jetzt hier im absoluten Heimwerker-Modus in alten Klamotten, wie gesagt von meinem alten Schulfreund Lothar, aber ich bin bei ihm zu Besuch. Wir haben jetzt einmal Terrariensand gekauft, Styropor in verschiedenen Lagen, Fliesenkleber, Terrariensilikon, damit will ich das gleich festmachen. Pixol, ja, das ist ein ungiftiger Kleber, um noch auf zur Not Sachen zu kleben, vielleicht auch dann später Pflanzen anzukleben und sowas. Das waren jetzt die Babys, die nach langem Herumprobieren sich als die besten Werkzeuge für die Rückwandbearbeitung entpuppt haben. Ganz wichtig fürs grobe Schneiden, nehmt irgendeine Art von Säge mit Sägeblatt, damit kommt ihr schon am besten durch Styropor. Quietscht fürchterlich, ist aber das Praktischste. Irgendwas, wo ihr schön Kraft mitentwickelt und was hart ist. Dann habe ich mich viel zu sehr bei der Grobbearbeitung der Wand, da habe ich mich viel zu sehr angestellt mit irgendwelchen Schraubern, mechanischen Sachen. Ehrlich gesagt, das war das Mittel der Wahl um die Grobstruktur. Damit kriegt ihr richtig fett Styropor-Dinger ab, könnt schon mal so grob eure Felsstrukturen raushauen, wenn ihr das so haben wollt. Ne? Das war ein verdammt gutes Werkzeug. Um dann die gröberen Arbeiten zu machen, ist eine Flex fantastisch. Die ist in der Hinsicht sinnvoller als der Akkuschrauber, weil das nicht so aufkörnt, das Styropor. Das wird glatter und damit kann man halt so schöne Spalten und sowas rausarbeiten. Dann hervorragend für etwas feinere Modellierarbeiten Akkuschrauber. Ich zeige euch kurz, welchen Aufsatz ich drauf genommen habe. Dieser Aufsatz auf den Akkuschrauber, der hat sich als sehr sinnvoll für feineres Herausarbeiten gezeigt. Wenn euch was dummerweise zerbricht oder ihr auch zu sehr bröselt oder ähnliches, dann hat doch der Heißluftkleber
am schnellsten dafür gesorgt, dass man irgendwelche Sachen wieder reparieren kann. Gerade für schnelle Reparaturen. Also Chemie halber ist der, glaube ich, okay, der Heißkleber. Eigentlich wollte ich so gar nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise chemisch ist. Das ist wirklich für schnelle Hilfe. Ne? Wenn ihr Silikon nehmt oder Fliesenkleber, was absolut unbedenklich ist und ich finde das Beste, dann dauert es halt relativ lang, bis ihr wieder weiterarbeiten könnt, bis es halt getrocknet ist. Von anderen Sachen, wo ich mir gedacht habe, naja, nicht so schlimm, ist abgerissen, dann nehmen wir Montageschaum, da bin ich komplett von abgekommen. Nachdem ich dann gegoogelt habe, wie umweltunfreundlich das ist, würde ich zu giftfreien Klebern, Aquariumsilikon und eben Flex-Fliesenkleber, die bewährten Dinger sind da doch die besten. Für das Silikon rate ich euch extrem zu so einer Presse hier. Also so ein Ding, wo ihr die Kartusche einlegen könnt, ist extrem hilfreich, wenn man dann eben das Silikon aus der Tube rauskriegen will. Ihr nehmt nun eure Styroporplatten in verschiedener Dicke. Einige Leute machen sich vorher eine Skizze. Wir haben es ein bisschen intuitiv rausgearbeitet, aber wie ihr seht, wir haben es eingezeichnet. Ich hatte mir schon überlegt, wie es ungefähr aussehen soll. Das sägt ihr aus. Ruhig großzügig Platz lassen, dass ihr nachher noch wieder ein bisschen Strukturen rausarbeiten könnt. Stapelt das vielleicht schon mal so aufeinander, um erst einen Eindruck zu kriegen und dann kommt der Fliesenkleber. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, weil schlicht und einfach es ist halt möglichst unchemisch. Da sind wir uns ganz sicher, dass es der Schlange nicht schadet. Also die Konsistenz ist so... Wenn es so eine schöne Pampe ist. Ich baue hier eine komische provisorische Holzkonstruktion, weil wir haben den Terrariumskasten noch nicht. Normalerweise wäre es wahrscheinlich am einfachsten mit diesem Kasten das dann genau einzupassen. Wollen es aber bauen, weil wir jetzt gerade Zeit haben. Deswegen mache ich hier so einen Holzwinkel, dass ich das hier rechtwinklig anpassen kann. Dass das so schief hier aussieht oder überhaupt so schief ist, liegt daran, dass wir uns im Prinzip überlegt haben, dass es spannender ist, dass hier sollen schon so ein bisschen die tektonischen Platten darstellen. In der Natur kommt es ja oft vor, dass die Plattentektonik etwas schräg liegt und dachten wir, das sieht etwas spannender aus. Einfacher ist natürlich alles gerade zu bauen, aber wir wollen es uns ja nicht leicht machen. Es ist jetzt 24 Stunden nach unseren Bauarbeiten. Man sieht hier nochmal das fertige Produkt. Achtung, Achtung, ich weiß nicht, ob wir was falsch gemacht haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach so. Dieser Fliesenkleber braucht einfach sehr, sehr lange zum Trocknen. Also man sieht hier, da ist es schon bereits getrocknet, aber an sehr vielen Stellen, wo ein bisschen dicker gespachtelt wurde, ist das Ganze noch geradezu feucht und richtig hier matschig, geht dementsprechend noch ab. Und wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze jetzt einfach trocknen lassen und dann, wenn es dann schön ausgetrocknet ist, werden wir es bearbeiten. Also das Ganze hält durchaus schon ganz gut. Es ist übrigens auch am Boden festgepackt. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe sehr, dass wir das ohne Verluste wieder abkriegen. Die letzte Sache, die mir siedend heiß eingefallen ist, ich habe mir ein Terrarium mit Seitenbelüftung gekauft und wie man hier sieht, sind hier keine Löcher und auch hier sind keine Löcher. Das ist aber auch leider nicht gekommen, das Terrarium. Es ist nämlich auch noch falsch geliefert worden. Ich habe es hierhin zu Lothar bestellt, aber sie wollten es doch an meine Heimatadresse senden. Da gab es einen Fehler bei der Sendung. Jetzt verzögert sich das. Dementsprechend konnten wir jetzt auch nicht ausmessen, wo die Löcher sind und haben überhaupt das Ganze, ich hoffe, großzügig genug gemessen, aber so, dass wir es dann noch reinkriegen ins Terrarium. Es wird dann jetzt langsam mal Zeit, dass wir tatsächlich dann auch mal das Terrarium haben, um festzustellen, ob es jetzt wirklich reinpasst. Ob es reinpasst, davon mehr. Wie gesagt, ich weiß jetzt hier nicht. Wir haben sehr viel Bruchstücke sozusagen verwendet. Ich glaube, Lothar wollte Material sparen. Ich hoffe, dass das hier sieht man es sehr gut, der Stabilität keinen Abbruch tut. Was hier steht, ist nichts anderes als die Rückwand. Die Rückwand mussten wir wieder zusammenkleben. Die hat ein bisschen doof, ist die gelagert. Die war in mehrere Teile zerbrochen. Hier fehlt auch immer noch was. Hier müssen wir auch noch ein bisschen nivellieren, ehrlich gesagt, weil das ist etwas zu hoch. Ich hoffe, dass ich jetzt alleine schaffe, weil ich bin jetzt gerade alleine, das Monster hier, ohne dass es zerbricht, ins Terrarium zu schaffen. Nach dem ersten Feinschliff. Das wäre ganz schön, dass ich so ein bisschen Abmessungen machen kann. Inzwischen ist hier voll die Panik.
Bevor ich hier weiterarbeite, muss ich einfach ein bisschen aufräumen. Ich sehe schon aus, als wäre ich irgendwie durch einen Tiefschnee gelaufen. Und ich bin halt gerade dabei, das auszudünnen. Und ich muss hier einfach erstmal ein ganz kleines bisschen aufräumen, bevor ich weitermachen kann. Dann sehe ich hier irgendwie nichts mehr. Man sieht, dass ich mörderisch am Werk war. Und was ich halt gerade mache, ist, ich dünne diese Wand mächtig aus. Es ist eine Mörderarbeit. Ich versuche halt schon so ein bisschen die Formen reinzukriegen. Ich habe jetzt auch die Löcher reingesägt, unten und oben. Und ich versuche halt, dass die Rückwand nicht so dick ist und den ganzen Platz wegnimmt. Hier ist es mir natürlich schon auseinandergerissen. Ich säge hier aus Leibeskräften und muss sagen, da werden wir dann auch wieder was kitten müssen, weil da geht auch einiges dann bei kaputt, während ich hier rumwerkle. Ich sag mal, leise rieselt der Schnee. Man sieht fantastisch aus. Ich weiß natürlich jetzt wieder nicht, ob ich drauf bin, aber was auch immer, ich bin in einer absoluten, also ich habe keine Ahnung, was ich hier filme, aber bei mir ist gerade Tiefschnee angesagt. So, ich versuche jetzt mal hier ins Bild zu krabbeln. Ich bin wahrscheinlich hier Schnee übersät, Schuppen übersät. Das war eine Riesensauerei. Ich habe schon den zweiten gelben Sack jetzt hier klar gemacht. So, für alle Dummies wie mich, im Endeffekt, es gibt wohl Gründe, warum Steinmetze mit sowas arbeiten. Damit habe ich jetzt am allerbesten so Grobstrukturen raushauen können, ne? Wie ihr seht. Also damit kann man richtig schön arbeiten. Das war für mich das Beste für die Grobstruktur. Jetzt gleich für das Feine ist dieses Baby dran. Ich zeige euch jetzt kurz, was ich da drin gemacht habe. Und zwar, ich habe jetzt die Dicke der Wand, so wie ich sie haben will, und die Tektonik, so wie ich sie haben will. Hier habe ich den Kletterast eingepasst. Man kann es schwer sehen. Ich habe hier so einen Canyon angedeutet. Also, man sieht, dass es hier so ein bisschen überlappt. Hier sieht man so ein kleines bisschen das Canyon-artige. Hier den Übergang zum Ast finde ich eigentlich ganz gut, weil hier fängt der Kletterast an und darüber ist eigentlich gleich so ein kleines Versteckloch. Schweren Kamerawinkel, hier sieht man es vielleicht so ein bisschen. Das könnte eine ganz gute Krabbelecke für die Schlange sein. Da bin ich mal gespannt, ob sie es annimmt. Naja, schauen wir mal. Und hier habe ich so ein Loch gelassen, wo ich den Ast quasi eingepasst habe. Hier ist natürlich mehr rausgebrochen, als ich wollte. Oder zum Beispiel haben wir auch hier ein Loch, das etwas größer ist, als ich mir so vorgestellt habe. Hier haben wir schon ein natürliches Loch. Das hier, das ich nicht stopfen werde, weil ich da wahrscheinlich, oder hier ist auch noch ein schönes Loch, das da, ja, diese Löcher sind ideal, um den Fühler vom Thermostat zu verstecken. Das kann ja da drin schön rumlauern, ne? Hier kann man dann die ganzen Kabel durchführen, hoffe ich. Und dann denke ich, muss ja nicht alles bis zur Decke gehen. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, wenn die Wand so ein bisschen unterbrochen ist. Ist halt jetzt erstmal alles weiß in weiß und sieht nicht so aufregend aus. Ich hatte ja hier diese Rückwand schon vorbereitet. Wir hatten ein kleines Missverständnis. Jetzt ist sie sehr dünn geworden, weil ich wollte hier schöne Strukturen rein haben. Die wurden dann leider wieder alle rausgearbeitet durch Lothar. Deswegen habe ich hier noch im Schweiße des Angesichts ein paar Nasen rausgearbeitet. Versatzstücke, die hier so reingefummelt wurden, die sind natürlich alle beim Bearbeiten rausgefallen. Das heißt, wenn ihr so ein Terrarium baut, verzichtet, ich habe es gleich geahnt, auf doofe kleine Versatzstückchen. Macht schöne Platten, also entweder ihr könnt auch aus einer dicken, die ihr senkrecht stellt, alles rausarbeiten, wie wir das hier
bei der Mauer gemacht haben.